Herzlich willkommen zur Videoanleitung von Shit Happens. Shit Happens ist ein Brettspiel für 2 bis 4 Personen. Eine Spielrunde dauert etwa 30 bis 45 Minuten und erschienen ist es bei Evro. Kommen wir zur Spielvorbereitung. Als erstes wird das Spielbrett in der Mitte des Tisches platziert. Dann werden die 4 Startfelder in die Ecken auf das Brett gelegt. Die 8 Blumenfelder werden auf die dafür vorgesehenen Felder gelegt. Und am Schluss kommt das Ziel in die Mitte. Als nächstes stellen die Spieler ihre beiden Spielfiguren jeweils auf die dunkelbraune Ecke des Startfeldes. Beim Shit Happens spielen immer 2 gegenüber in einem Team. Also hier Rot und Grün und da Blau und Gelb. Als nächstes werden die Handkarten gut gemischt und jedem Spieler werden 5 Karten verteilt. Der restliche Stapel wird neben dem Spielfeld platziert. Ebenso wurden die Wegekarten gemischt. Diese werden in verschiedenen Stapeln neben dem Spielfeld aufgetürmt. Und nun zum Spielablauf. Jeder Zug beinhaltet jeweils 3 Schritte. Schritt 1. Ziehe eine Wegkarte vom Stapel und platziere diese passend auf dem Spielfeld. Das heißt, der Pfad muss weitergehen, so darf ich es nicht hinlegen, sondern so. Eine andere Regel ist noch, dass man die Wegkarte nicht Eck an Eck platzieren darf. Wenn die Karte nicht passend gelegt werden kann, wird diese unter einen Stapel gelegt und eine neue Karte wird gezogen. Es existieren übrigens 5 verschiedene Wegkarten. Als zweites spielt der Spieler eine Handkarte. Er entscheidet sich für die Nummer 2 und kann damit seine Figur 2 Felder bewegen. Das erste Feld ist hier 1, 2. Der dritte Schritt ist die Ergänzung der Handkarten auf 5 Stück. Wenn das geschehen ist, kommt der nächste Spieler an die Reihe. Kommen wir zu den Karteneigenschaften. Zahlenkarten. Mit einer Zahlenkarte von 1 bis 4 kann ich eine meiner Figuren oder eine Figur meines Teams mit der entsprechenden Anzahl Schritte bewegen. Die Zahl darf nicht auf verschiedene Figuren aufgeteilt werden und muss zu Ende gespielt werden, auch beim Weg ins Ziel. Und wie bereits gesehen, beim Verlassen der Startkarte zählt bereits die Startkarte als erster Schritt. Und es dürfen mehrere Figuren auf dem gleichen Feld stehen. Es gibt eine Besonderheit beim Passieren eines Blumenfeldes. Die Person kann jeweils selber entscheiden, ob sie weiter auf dem Weg laufen will oder ob sie sich auf das andere Blumenfeld derselben Farbe versetzen möchte, um dort dann die restlichen Felder zu laufen. In diesem Beispiel konnte die Person natürlich den Weg nicht weitergehen und musste sich versetzen. Die Blumenkarten. Mit dieser Karte kann ich eine beliebige Figur auf ein Blumenfeld versetzen. Eine von meinen Figuren, eine von meinem Team oder aber auch eine gegnerische Figur. Ich kann dabei wählen, auf welche der beiden gleichfarbigen Blumenfelder die Figur versetzt wird. Nehmen wir mal an, Rot, hier ist mein Gegner und ich möchte, dass die etwas schwieriger haben, ins Ziel zu kommen, dann kann ich, wenn ich eine blaue Blumenkarte habe, diese spielen und die Person hier rüber versetzen. Dann muss sie den ganzen Weg wieder neu aufbauen. Oder wenn ich eine violette Karte habe und dieser blaue da zu meinen Figuren gehört, kann ich diese violette Karte legen und meine Figur da rüber fliegen lassen.
Die Blumenkarte kann nur bei Figuren angewendet werden, welche bereits das Startfeld verlassen haben. Die Erdbebenkarte. Diese Karte löst ein Erdbeben aus, wodurch 4 Wegkarten, welche in einem Quadrat auf dem Spielfeld liegen, vom Spielfeld entfernt werden. Falls weniger als 4 Karten auf dem Spielfeld liegen, werden diese entfernt. Ich spiele jetzt diese Karte bei diesen beiden blauen Figuren da hinten. Das heißt, es fallen 4 Felder da weg, 1, 2, 3, 4 und beide Figuren müssen auch nach Hause. Die Blumenkarte bleibt liegen, die anderen 2 fallen weg. Die Überschwemmungskarte. Das Spiel ist inzwischen etwas fortgeschritten und wir sehen, dass hier in der Mitte ganz viele auf dem Weg ins Ziel sind. Und wenn man jetzt diese Karte da spielt, dann fliegen alle Wege rund um die Zielkarte weg und die Figuren drauf müssen wieder nach Hause gehen. Das heißt, diese werden da alle entfernt. Und das muss dann wieder neu gebaut werden, aber die Person im Ziel, die ist sicher. Diese Karte kann man nur zusammen mit einer Zahlenkarte spielen. Als Beispiel hier diese rote Spielfigur kann sich nun, weil sie einen Zweifachwert hat und eine 3, ganze 6 Spielfelder fortbewegen. Dann gibt es noch 2 verschiedene Wegbaukarten. Bei der Schaufel kann man eine Wegkarte austauschen und bei der Schubkarre kann man eine drehen. Das heißt, wenn ich jetzt da zum Beispiel die blaue Person bin und der Gegner mir diese Sackgasse hier hingelegt hat, dann kann ich mit der Schaufel diese Wegkarte entfernen und eine andere ziehen, welche ich an der gleichen Stelle wieder platzieren muss. Oder ich kann die Schubkarre da spielen. Bei dieser blauen Person, da hat jemand die Ecke so hingelegt, dass es nicht optimal ist. Dann kann ich diese Karten spielen und mir die Ecke so drehen, dass sie passt, damit ich weitergehen kann. Dann gibt es noch die Abblockerkarte. Mit dieser Karte kann ich irgendeine Aktion von einem Gegner abblocken. Sei es, wenn er mich mit einer Blumenkarte irgendwo hin versetzen will oder wenn er ein Erdbeben auslösen will, dann kann ich diese Karte spielen und diese Aktion tritt nicht in Kraft. Das Ziel ist es, so schnell wie möglich mit dem Team, also immer die Personen, die vis-à-vis sitzen, mit allen Figuren hier ins Ziel zu kommen. Das Team, das zuerst alle ihre Figuren im Ziel hat, das hat gewonnen.